Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und auf unserem Kanal erfährst du alles zum Thema BAföG und Studienfinanzierung. In diesem Video erkläre ich dir, wer nach dem BAföG überhaupt zu deinen Geschwistern zählt, welchen Einfluss deine Geschwister auf dein BAföG haben und was die sogenannte Geschwisterregelung ist. Viel Spaß bei dem Video. Geschwister sind meistens etwas sehr Schönes. Im Zusammenhang mit dem BAföG-Antrag werfen sie manchmal Fragen auf. Die wichtigsten Fragen gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Wer fällt laut BAföG alles unter den Begriff Geschwister? Nicht nur deine Vollgeschwister, also Geschwister, die denselben Vater und dieselbe Mutter haben wie du, fallen unter den Begriff Geschwister, sondern auch Halbgeschwister, Stiefgeschwister, Adoptivkinder und Pflegekinder deiner Eltern, die mit deinen Eltern im selben Haushalt leben. Aber auch Kinder des Ehepartners oder Lebenspartners deiner Mutter oder deines Vaters oder sogar Enkel, die mit im Haushalt deiner Eltern wohnen und von ihnen finanziert werden, zählen dazu. Haben Geschwister einen Einfluss auf die Höhe des BAföGs? Deine Geschwister spielen bei der Berechnung der Höhe deines BAföGs eine große Rolle. Nur bei der elternunabhängigen Förderung haben deine Geschwister keinen Einfluss auf die Höhe des BAföG. Welchen Einfluss haben die Geschwister auf die Höhe des BAföG? Deine Geschwister können die Höhe deines BAföG beeinflussen, wenn sie noch nicht volljährig sind, noch zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung machen oder studieren. Gehen deine Geschwister noch zur Schule oder sind sie noch jünger, dann wird deinen Eltern pro Bruder oder Schwester ein zusätzlicher Freibetrag auf ihr Einkommen gewährt. An dieser Stelle eine kurze Bitte an euch. Viele von euch schauen unsere Videos, haben aber unseren Kanal leider noch nicht abonniert. Holt das jetzt gerne einmal nach und aktiviert die Glocke, so seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was die Themen BAföG und Studienfinanzierung angeht. Hast du Geschwister, die in einer Ausbildung stehen, die nach dem BAföG oder mit der Berufsausbildungshilfe kurz BAB gefördert werden kann, dann gilt die sogenannte Geschwisterregelung. In diesem Fall wird der berechnete Anrechnungsbetrag des Elterneinkommens durch die Anzahl der Kinder geteilt und auf dich und deine Geschwister aufgeteilt. Schauen wir uns hierzu einmal ein Beispiel an. Ergibt sich bei deinen Eltern ein Anrechnungsbetrag in Höhe von 900 €, der insgesamt auf dich und deine zwei weiteren Geschwister aufgeteilt werden muss, so werden jeweils 300 € auf das BAföG des einzelnen Kindes angerechnet. Diese Regelung gilt übrigens auch dann, wenn deine Geschwister kein BAföG beziehen, aber rein theoretisch BAföG berechtigt wären. Macht dein Bruder oder deine Schwester eine Ausbildung und verdient dabei schon ihr eigenes Geld, dann wird der monatliche Verdienst auf den Freibetrag deiner Eltern angerechnet und die Differenz als Freibetrag gewährt. Wo werden Geschwister beim BAföG-Antrag angegeben? Deine Eltern müssen im Formblatt 3 Angaben zu ihren Kindern, also deinen Geschwistern, machen. Weitere Infos zu Formblatt 3 findest du in einem gesonderten Video auf unserem Kanal. Was muss veranlasst werden, wenn sich der Status deiner Geschwister verändert? Ändert sich der Status deiner Geschwister, weil deine Schwester zum Beispiel ein Studium beginnt, dann muss diese Änderung dem BAföG-Amt mitgeteilt werden, damit dieses entsprechende Anpassungen an deiner BAföG-Förderung vornehmen kann. Hast du noch Fragen? Schreib sie gerne in die Kommentare und schau auch auf unserem Kanal und unserer Webseite vorbei. Dort haben wir viele hilfreiche Videos und Ratgeber zum Thema BAföG und Studienfinanzierung. Du willst online einen Antrag stellen,
Das kannst du auch bei uns machen. Den Link zur Antragserstellung und alle weiteren hilfreichen Links findest du in der Videobeschreibung. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.